400 schwimmende Häuser. Die größte Hausboot-Community der USA steht in Marin County, 20 Kilometer nördlich von San Francisco. Die Tage der in den 60er Jahren von Hippies gegründeten Idylle auf Stelzen sind gezählt. Die globale Erwärmung lässt den Meeresspiegel steigen. Wilford Welch, Diplomat im Ruhestand, ist besorgt. 15 Jahre lebt er hier und es gibt immer öfter Stürme. Eine 60-jährige Nachbarin, die alleine lebt, rief mitten in der Nacht an. Die Verankerung ihres Boots war los, schlug gegen das Nachbarboot. Ihr Steg zum Land lag im Wasser. Wir rannten alle rüber, arbeiteten 2 Stunden in der Nacht bei schrecklichem Regen. Marin County ist an 3 Seiten von Wasser umgeben, hat 250.000 Einwohner. Doch der kleine County hat die Ölindustrie verklagt, wegen der Folgen des Klimawandels. Mehr Unwetter und Hochwasser gibt es schon jetzt und es droht Schlimmeres. Bis an die Nordgrenze des Countys kamen die verheerenden Waldbrände letztes Jahr. Mehrere Wochen im Jahr ist schon jetzt die Brücke überflutet, an der wir Kate Sears treffen, Supervisor des Countys, eine Art Bürgermeisterin. Selbst ihr durch die Hightech-Industrie reicher County geht bei den Folgekosten des Klimawandels in die Knie. Weder die US-Regierung noch die Staaten oder Kommunen haben genug Geld, um die Anpassung an den steigenden Meeresspiegel zu bezahlen. Es ist nicht fair, diese Kosten beim Steuerzahler abzuladen. 6,5 Milliarden $, um die Straßen im County hochzulegen. 13 Milliarden für die Restaurierung der Küstengebiete. Wasserreinigung, Schule, Altenheim und andere Einrichtungen nahe am Wasser müssen umziehen. Marin County will, dass die Ölindustrie für den Klimawandel zahlt und verklagte 24 Ölfirmen, weil sie den County wissentlich schädigten. Denn die Ölindustrie wusste aus eigener Forschung spätestens seit den 70er Jahren, dass sich das Klima aufheizt. Sie schützte sogar eigene Anlagen, baute etwa Bohrtürme höher. Die Öffentlichkeit wurde jedoch getäuscht. 3-stellige Millionenbeträge für die Leugnung der globalen Erwärmung wurden investiert. Forscher wurden finanziert und leugneten dann, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Wir klagen, weil die Ölfirmen in den 60er und 70er Jahren vom Klimawandel wussten, hielten das aber geheim. Stattdessen starteten sie 1988 eine Desinformationskampagne. Stellen Sie sich vor, wie die Welt heute aussehen könnte. Wir hätten uns auf Technologien für erneuerbare Energien oder Batterien, die uns heute interessieren, vor 30 Jahren umgestellt. In New York verursachte Wirbelsturm Sandy 2012 Schäden von 70 Milliarden $. Auch New York, 8 weitere Städte, 6 Countys und der Bundesstaat Rhode Island verklagen die Ölindustrie. 2030 soll es Stürme wie Sandy alle 5 Jahre in New York geben. 90.000 Häuser der Stadt stehen in Überflutungszonen. Die Kosten des Klimawandels sind immens. Die Ölfirmen sollen sie mittragen. Selbst Richmond, der Nachbarort von Marin County, klagt. Dort ist die Raffinerie von Chevron der größte Arbeitgeber. Richmond profitiert von ihr seit mehr als 100 Jahren. Die größte Angst der Ölindustrie: ein Prozess vor Geschworenen. Lässt ein Richter nur eine der Klagen vor einem geschworenen Gericht zu, werde es eine Flut von Klagen geben. Und das führe dann zum Bankrott der gesamten Ölindustrie, sagen die Anwälte der Ölfirmen. An der juristischen Fakultät der Universität von Kalifornien in Los Angeles bekräftigt Ann Carlson, die renommierte Professorin für Umweltrecht, dass es für die Ölfirmen ums Ganze geht. Es gab noch nie ein Verfahren gegen Unternehmen wegen eines globalen Problems wie dem Klimawandel. Das ist einzigartig. Macht nur ein Gericht die Ölfirmen haftbar, ist das ein Präzedenzfall, der einen neuen Maßstab zur Bewertung dieser Klagen setzt. Ein Bankrott der Ölindustrie ist schwer vorstellbar, aber sie hat auch großen Schaden verursacht. Die Ölindustrie sieht das natürlich anders. Doch kein Repräsentant will mit uns sprechen. Die Position der Ölfirmen: alle profitieren von der fossilen Wirtschaft. Also sollen auch alle die Kosten der globalen Erwärmung tragen.
Die Kläger müssen nicht beweisen, dass die Ölindustrie den gesamten Temperaturanstieg verursacht hat. Aber niemand bezweifelt, dass die beklagten Firmen zusammen für ein Viertel der globalen Emissionen seit 1965 verantwortlich sind. Ihr Beitrag ist hoch und zusammen sind sie einer der größten Verursacher des Klimawandels. Die Klimaklagen von Marin County und den anderen Klägern werden Jahre dauern. Doch ein Ergebnis gibt es schon. Ausgerechnet die Öllobby kämpft im US-Kongress für eine CO2-Steuer. Der Deal: die Abgabe soll Emissionen in Zukunft reduzieren und der CO2-Ausstoß der Vergangenheit soll mit der Steuer abgegolten sein. Die Ölfirmen wären fein raus aus den Klimaklagen. Die Kläger gingen dann leer aus. Das ist skandalös. Wer absichtlich Dinge tut, die Schäden verursachen, muss dafür vor Gericht verantwortlich gemacht werden. Die Ölfirmen haben einige Klimaklagen am Hals. Sie haben nun Angst, dass wir Erfolg haben werden. Deshalb wollen sie sich jetzt absichern und alle Kosten beim Steuerzahler abladen. Die Anwälte der Ölfirmen versuchen vor allem mit formalen juristischen Tricks, die Klimaklagen über die Bundesgerichte zum Supreme Court zu bringen. Sie hoffen, das oberste US-Gericht erklärt alle Klimaklagen mit seiner konservativen Mehrheit für unzulässig. Eine Garantie, dass diese Strategie aufgeht, gibt es aber nicht. Ich sage voraus, eine der Klagen wird vor ein Geschworenengericht kommen. Das wäre ein Riesenschritt. Die Beweise sind erdrückend, dass die Ölfirmen vom Klimawandel wussten, ihr Wissen verheimlichten und Kampagnen zur Leugnung der globalen Erwärmung finanzierten. Deshalb kämpft die Ölindustrie so vehement gegen die Klagen. Ausgang offen. US-Gerichte sind unberechenbar. So kann ein kleiner Kreis wie Marin County der Ölindustrie große Probleme bereiten.